In diesem Video nehmen wir euch mit in einige Nationalparks Chiles, die vor allem eins gemeinsam haben: ihre Vulkane. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Alter, ist das der offizielle Weg? Macht einen Schritt und rutscht heim wieder runter. Ja, und wie sollen wir denn hier? Weiter geht's nicht. Feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Wir sind fast an unserem nächsten Platz. Sind ein bisschen spät heute Morgen losgefahren und kurz vor der Abfahrt habe ich noch festgestellt, dass man wohl nur bis 14 Uhr in dieses Reserva Nacional rein darf. Und wir haben jetzt genau 14 Uhr und noch 2,5 Kilometer. Hoffen wir, dass wir vielleicht auch 5 Minuten später noch rein dürfen. Also war jetzt kein richtiger Checkpoint und kann einfach weiterfahren. Da saß ein Ranger, ich habe ihn gewunken und der hat nichts gesagt. Also fahren wir einfach mal weiter. Ist schon krass, ey. Wir haben kurz Mittagspause gemacht und jetzt geht's los. Wir wollen irgendwo da hinten in diese Richtung. Aber der Ausblick ist schon fantastisch. Also da ist ein Vulkan hinter uns irgendwo da. Ich glaube, man kann ihn gar nicht so richtig sehen. Und andere Straße Seite auch. Aber wir gehen jetzt mal auf so einen kleinen Vulkan hoch. Da kann man, glaube ich, ein bisschen in den Krater gucken. Da unten sieht man ganz klein die blauen Pfosten. Wahrscheinlich auf der Kamera gar nicht zu erkennen. Aber da durchs Tal müssen wir jetzt als erstes. Da unten sieht man ein ordentliches Lavafeld. Und bei uns geht es jetzt, glaube ich, gleich links irgendwo hoch. Man sieht es wahrscheinlich nicht auf der Kamera, aber wird steil. Ist der Weg? Nervig. Macht einen Schritt und rutscht heim wieder runter. Aber gleich sind wir oben. Die Landschaft ist einfach so bizarr und surreal. Aber schon cool anzuschauen. Wir sind jetzt einmal um den Krater Navidad drumherum gelaufen und jetzt geht es für uns runter. Und der Name Navidad kommt wohl daher, dass er, ich glaube, zu Weihnachten ausgebrochen ist. Das Jahr können wir mal einblenden. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Und man muss immer ein bisschen aufpassen hier. Ist nämlich doch eher loser Untergrund. Da hinten zwischen den beiden Hügeln steht der Camper. Wir müssen immer ordentlich hoch. Sieht aber im Runtergehen gar nicht so steil aus. Der Camper ist wieder in Sicht. Und jetzt wird es richtig windig gerade. Und immer mal wieder so Böen. Und jetzt knapp 4 Kilometer und 1 Stunde 45 haben wir gebraucht. Und ein paar Höhenmeter, aber am schwersten ist eigentlich im Sand gehen. Alter Schwede.
Aber nicht übernachten, da keine Drohne kriegen. Hola! Wir haben einen Stellplatz am Fluss, aber auch an der Straße gefunden. Eigentlich hatten wir gedacht, wir könnten in diesem Reserva National parken und übernachten, aber da stand eindeutig dran, dass man das nicht darf. Also nicht immer iOverlander vertrauen. Und jetzt gucke ich mal gerade noch, ob man hier vielleicht in diesem Flüsschen baden kann. Die letzte Dusche ist nämlich schon wieder ein paar Tage her, aber es sieht schon sehr, sehr flach aus. Also wird es wahrscheinlich eher nichts. Vielleicht müssten wir dann mal unsere eigene Dusche bemühen, die wir in Südamerika noch nicht benutzt haben. Ich glaube, mehr als die Füße werden hier wohl nicht nass. Da sind zwar welche drin, aber naja, die sitzen und sind kaum drin. Wir haben uns doch noch dazu entschieden, zumindest einmal ins Wasser reinzulegen. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Runter! Runter! So, wir sind abgekühlt. Martin hat ja gesagt, ist gar nicht so kalt, als er den Platz hier ausgekundschaftet hat. Es war doch ganz schön kalt, aber ja, auch relativ flach. Wir haben uns jetzt einmal reingelegt, hatten dann jede Menge Sand überall. Den haben wir jetzt auch wieder abgewaschen. Jetzt sind wir wenigstens ein bisschen erfrischt und haben den Staub ab. Also ich finde, es hat sich gelohnt. Tat mal gut. Jetzt im Nationalpark. Das ging auch ganz easy. Wir mussten nur kurz die Tickets zeigen, mussten sagen, woher wir sind. Die haben unsere Passnummern aufgeschrieben. Und dann stand doch tatsächlich noch ein Ranger, der manuell die Schranke hochgemacht hat. Genau, hier ist alles nur Schotterpiste, man hört es vielleicht. Aber es ist bestes Wetter und unser erstes Ziel hier im Nationalpark ist jetzt ein kleiner See. Chile gehört zu den vulkanreichsten Ländern der Erde. Entlang der Anden verläuft der sogenannte Pazifische Feuerring, eine Zone, in der tektonische Platten aufeinandertreffen und regelmäßig Vulkane entstehen. Wir haben geparkt und jetzt geht's zu der kleinen Lagune. Da kann man einmal drumherum laufen. Mehr als 2000 Vulkane gibt es in Chile. Rund 90 davon gelten als aktiv oder potenziell aktiv. Viele prägen nicht nur die Landschaft, sondern beeinflussen auch Klima, Vegetation und das Leben der Menschen. Einer der beeindruckendsten Orte, um diese Vulkanlandschaft zu erleben, ist der Conguillo-Nationalpark im Süden Chiles. Hier ragt der fast 3100 Meter hohe Vulkan Yaima auf, einer der aktivsten Vulkane des Landes. Seine Ausbrüche formten über Jahrtausende Lavafelder, Seen und die raue Landschaft, die den Park heute prägt. Es geht ganz schön steil bergauf, aber sollte passen. Sieht man natürlich am Video nicht so richtig. Also die Strecke hier ist schon ganz interessant. Wir fahren hier durch so eine, keine Ahnung, 3 Meter tiefe Schneise durch die Bäume. Hier darf dir wirklich rein gar nichts entgegenkommen. Das wird wohl unser Plätzchen für die Nacht sein. Da hinten steht ein Schild, dass das für Camper ist. Wir haben eine kleine Mittagspause gemacht und jetzt gehen wir runter zum See und spazieren da ein bisschen entlang, um einen möglichst guten Spot zu finden, wo wir ins Wasser können. Da kommt ein bisschen Gebüsch.
Wir sind hier gerade mal über den Nationalpark Campground gelaufen. Der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Gibt zwar nicht so viele jetzt große Fahrzeuge, aber eigentlich ganz cool. Einziger Haken ist, kostet 45 € pro Person für Ausländer. Und zufolge ist der gestrichen. Wir waren schon kurz vorm Umdrehen, aber vielleicht haben wir ein Plätzchen gefunden, wo man baden kann. Wir haben jetzt gerade hier noch ein bisschen im Schatten gechillt, aber jetzt geht es auch wieder zurück. Und morgen geht es irgendwo da hoch. Ich weiß nicht, ob es bis da ganz nach oben geht, aber die Aussicht soll auf jeden Fall sehr gut sein. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Guten Morgen, wir sind gerade 10 Minuten gefahren und jetzt starten wir auf die Wanderung. Wir haben 1 Grad und es ist aber blauer Himmel, also hat sich das Warten gelohnt. Oh, hier sieht man noch nicht so viel. Mit den Hindernissen. Aber langsam wird es wärmer. Ich glaube, es ist Zeit, die Jacke auszuziehen. Wir kommen zum zweiten Aussichtspunkt. Hier kann man hoffentlich mehr sehen als beim ersten. Hola. Ja, kann sich sehen lassen. Jetzt können wir auch zum ersten Mal für heute den Vulkan sehen, aber die Aussicht soll noch wesentlich besser werden. So langsam werden die Bäume sehr flach und die Sonne mehr, aber die Aussicht ist sehr schön. Kurz bevor wir da sind, geht es nochmal ordentlich durchs Gebüsch. Aber es kann nicht mehr weit sein. Es lichtet sich auch schon wieder. Die letzten Meter. Gleich kann man die Aussicht sehen. Die ist, glaube ich, ziemlich gut. Wir sind da. Ganz gute Aussicht, würde ich sagen. Oh, alter Schwede, das ist richtig kalt, aber kommt wahrscheinlich auch direkt vom Berg. Ja, wahrscheinlich sogar trinken, aber wir haben genug dabei. Bevor es wieder runtergeht, macht Martin noch einen kleinen Abstecher. Ich habe das Gefühl, dass der Weg hier gleich enden wird. Oder? Ah, doch nicht. Aber da vorne wahrscheinlich irgendwo. Oder vielleicht doch schon hier? Ja, das sieht eher nach Ende Gelände aus. Ja, obwohl, hier könnte man noch rüberkommen. Ist die Frage, ob sich das lohnt und wo der Wasserfall ist. Da hinten, ganz klein, sieht man Martin am ersten Wasserfall. Weiter rechts ist noch ein Wasserfall. Da wird er wahrscheinlich nicht hinkommen. Aber zu dem ist er gekommen. Ich bin weitergegangen und seht ihr, was ich sehe? Da kommt ein Wasserfall einfach aus einem Loch raus. Das war cool. Und unerwartet. Es geht wieder zurück. Wir holen schnell Jessie ein. Und ich habe schon Leute verwirrt. Die haben nämlich gesehen, dass ich hier lang gegangen bin und haben gedacht, das wäre der Weg zum Aussichtspunkt. Ist es aber leider nicht. Aber ich finde, es hat sich trotzdem sehr gelohnt. Also ich war da beim Wasserfall, den man kaum sehen kann. Ich glaube, der da hinten, der wäre noch cooler. Aber ist wahrscheinlich sehr schwer hinzukommen, weil das Gelände relativ unwegsam ist. Aber trotzdem sehr schön. Und ich sehe gerade, da oben ist auch noch ein Wasserfall.
Also es kommt ordentlich Schmelzwasser runter. Und da sitzt Jessie und genießt die Aussicht. Ich bin wieder da. Auf jeden Fall. So, nach knapp 5 Stunden und 14 Kilometern sind wir wieder da. Wir waren ja die ersten oben. Wir haben 3 Leute auf dem Weg hoch getroffen und sage und schreibe 175 kamen uns entgegen, als wir runtergegangen sind. Also da macht das Sprichwort, der frühe Vogel fängt den Wurm, tatsächlich Sinn. Da oben hatten wir alles für uns alleine und sonst wäre es jetzt einfach super voll gewesen. Und der Parkplatz war mal leer. Scheinbar gehen immer noch Leute los. You are much more than me. You are the master plan. You're all that I need, and I do all that I can. If every step that I took was just the steps to you, well, it's enough for me. Hope it's enough for you too. And if the world grows cold and dark. Und dann verlassen wir den Nationalpark wieder und suchen uns einen schönen Platz am Fluss. Und wie sollte es anders sein, haben wir auch von hier aus Vulkanblick. Es ist wirklich kalt. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Schon früh am nächsten Morgen, noch bei etwas mystischem Nebel, geht es für uns weiter. Das nächste Ziel? Einer der bekanntesten und aktivsten Vulkane Chiles, der Villarrica. Wir haben hier direkt unterhalb vom Villarrica geparkt und jetzt geht es da auf eine kleine Wanderung. Eigentlich wären wir auch gerne über Nacht geblieben, aber irgendwo steht ein Schild, dass man es nicht darf. Und da unten sieht man auch den großen See. Mal gucken, ob wir uns da noch einen Stellplatz suchen können, aber das meiste ist eigentlich zu oder ziemlich teure Campgrounds. Welche kosten 45 € pro Nacht, schon sportlich ist. Und ganz da hinten, ich weiß gar nicht, ob man es auf dem Bild erkennen kann, da sind aber auch schon Wolken. Ich bin in einem sehr schönen Wald gelandet und es gibt mal wieder ganz viele Echsen. Der Wald lichtet sich. Damit hat man einen herrlichen Blick auf den Villarrica. Aber es ist natürlich auch wärmer, weil die Sonne scheint. Los Craters ist das Ziel. Das ist irgendwo da unten wahrscheinlich. Ich würde mal schätzen da. Und da ist dann eine kurze Mittagspause, bevor es runtergeht. Also noch 800 Meter. Bisschen Wegpflege wäre auch nicht schlecht. Ganz schön eng hier, ganz schön zugewachsen. Also, dass eine Person durchkommt, wäre vielleicht nicht schlecht. Der Wind wird stärker und es geht über das Lavafeld. Der Weg ist sehr gut markiert. Aussicht ist ein Traum. Der Aussichtspunkt heißt zwar Los Cráteres, aber ich hatte jetzt nicht erwartet, dass hier tatsächlich scheinbar auch der Vulkan ausgebrochen ist. Obwohl er ja eigentlich da oben ist. Aber
Aber es sieht ganz so aus, als wäre da irgendwie ein Ausbruch gewesen. Und deswegen macht ja der Name auch Sinn vom Krater. Das ist auch der höchste Punkt. Und jetzt geht's runter. Ich muss ein bisschen aufpassen, hier sind ganz viele Echsen. Keine platt treten. Und natürlich auch Dreck geht durchs Gebüsch. Wie sollte es auch anders sein? Da sieht man schon den Camper und da ist Jessie drin. Und ich bin jetzt damit wieder fertig mit der Wanderung. Waren 7 Kilometer, knapp 2 Stunden habe ich gebraucht. War sehr schön, aber jetzt wird es auch echt frisch. Der Wind ist relativ stark, die Wolken ziehen auf und die Sonne ist damit weg. Über dem See ist kaum noch Sonne, also geht es in den Camper. Und dann suchen wir uns ein gutes Plätzchen, weil hier ist nämlich das Campen verboten. Leider, weil der Platz war nämlich sehr schön und es ist auch kein Mensch da, aber gut, wir halten uns an die Regeln. Wir haben eine sehr gute Eisdiele gefunden. In den anderen Läden gab es nur 3 Kugeln für den gleichen Preis und hier gibt es einfach so einen Topf und da sind wahrscheinlich 10 Kugeln drin. Keine Ahnung, ob ich das schaffe. Ja, sehr gut. 3, 2, 1, runter! Das war zwar richtig kalt, aber es tat richtig gut. Eigentlich wollten wir nur einkaufen, aber der Blick ist ja schon wieder krass. Da noch ein paar kleine Einkäufe, bevor wir nach Argentinien fahren. Wir sind jetzt hier am Nationalpark. Ich weiß nicht genau, wie man ausspricht. Wir blenden den Namen mal ein. Und hier war jetzt gerade der Eingang und wurde uns die Wege sehr gut auf Englisch erklärt, also wirklich sehr schön. Und jetzt fahren wir noch 2 Kilometer zu unserem Campground. Der ist dann wiederum außerhalb vom Nationalpark. Und dann morgen steht dann die erste Wanderung an, oder die einzige auch in dem Nationalpark. Also der Ranger hat auch gesagt, man braucht nur für den Tag, wo man eine Wanderung macht, ein Ticket. Da wir heute keine Wanderung machen und am Sonntag auch nicht, brauchen wir also nur für Samstag ein Ticket. Immer noch 200 Meter. Also die Anfahrt ist ganz schön nicht ohne. Muss gut aufpassen. Überall sind Steine, Wurzeln und war noch immer im Weg. Hoffentlich ist der Platz groß genug, dass wir auch da drauf passen. Ja, und wie sollen wir denn hier? Weiter geht's nicht. Also größer dürften wir nicht sein. Ja, ich muss aber erstmal hier rum. Halt, du musst nach da. Yay! Vorsicht mit dem Dach. Wir haben auch den einzigen Platz, der nicht zwischen Bäumen und sowas ist. Das heißt, wir haben perfekten Sonar- und Starlink-Empfang. Weil die anderen Plätze sind auch ultra eng und klein. Aber wir haben einen sehr, sehr guten Platz. Unser Stellplatz und unser Schattenbaum. Der Campingplatz liegt direkt in einer tollen Lagune und wird von der Familie betrieben, die hier seit Generationen lebt. Guten Morgen, es ist 7:45 und ich starte jetzt auf die Wanderung Los Lagos. Ich glaube 14 Kilometer, 700 Höhenmeter. Der Campground schläft noch, es ist noch sehr ruhig. Der Nationalpark ist auch noch zu, aber wir sind ja schon drin im Prinzip, beziehungsweise durch den ersten Checkpoint durch. Demzufolge sollte es kein Problem sein.
dass ich losgehen kann. Jesse bleibt im Camper. Der geht es heute leider nicht so gut. Demzufolge muss ich alleine losziehen. Hier geht es los. Schön im Wald. Bei 10 Grad. Aber ich bin sicher, es wird heute noch wesentlich wärmer werden. Nämlich keine Wolken mehr. Die Sonne geht auch schon auf. Wie findet ihr eigentlich meinen rechten Schnürsenkel? Der ist nämlich gerissen und trotz dass wir in ein paar Outdoor-Läden waren, haben wir keine neuen gefunden. Demzufolge ist es eine ganz gute Kordel geworden, gab es aber leider nur in Orange und Grün. Über eine kleine Brücke geht es wieder in den Nationalpark. Eigentlich hätte ich gedacht, ich bin schon lange im Nationalpark, aber scheinbar erst nach 1,5 Kilometer. Scheinbar gibt es einen neuen Eingang. Aber auch hier ist keiner. Ich denke mal, ich bin noch viel zu früh. Wir kommen zum zweiten Mirador. Hier gibt es sogar Bänke. Gucken, wie gut die Aussicht ist. Ui, da hinten kommen Wolken rein. Hoffen wir, dass sie vielleicht noch wegziehen. Ich glaube, ich habe das steilste Stück geschafft. 400 Kilometer sind um und 1 Stunde 40. Und jetzt geht es mit den Seen los. Man könnte hier einen kleinen Loop machen und einen großen. Am großen sieht man mehr Seen. Zur Folge werde ich wohl den großen Loop machen. Das sieht aber noch sehr mystisch aus. Da hinten ist noch ein klein bisschen Dunst über dem See und das ist der Lago Chico. Die zweite Lagune ist hier. Gucken, ob es einen Weg nach unten zur Lagune gibt. Glaubt er nicht. Und das ist übrigens die Laguna Verde. Aber man geht nur an einem ganz kurzen Stück an der Lagune vorbei. Als nächstes kommt anscheinend mal Laguna Patos. Oh, hier geht es aber steil runter. Alter Schwede. Da spiegelt sich noch der Hügel im glatten Wasser. Ging gerade noch mal ordentlich hoch. Aber jetzt bin ich an der Abzweigung. Ich folge da diesem Weg. Laguna Los Patos. Der andere Weg würde, wo ist er denn? Hier lang führen. Das wäre dann sozusagen die Abkürzung zur Laguna Toro, aber da komme ich später auch noch vorbei. Aber ich nehme natürlich alle Lagunen mit. Demzufolge geht es einmal hier hoch. Ich glaube 4 Kilometer mehr und 200 Höhenmeter mehr. Ich kann die Lagune schon sehen, aber ich glaube, es geht noch mal ordentlich durchs Gebüsch, bis ich da bin. Alter Schwede. Hängen geblieben. Alter. Ist das der offizielle Weg? Laut Karte schon. Ein bisschen Baumpflege wäre nicht schlecht, würde ich sagen. Vor allem gleich hier mit meinen Stöcken hängen. Oh, Junge, ey. Was ist das denn, ey? Das Auge. Ja, ist aber ganz nice. Es soll wohl auch Fischotter hier irgendwo geben. Ich habe leider noch keine gesehen. So, es geht weiter. Es ist nämlich noch gar nicht... jetzt habe ich mich vor meinen Stücken erschrocken. Es ist nämlich noch gar nicht so warm, wollte ich eigentlich nur sagen. Wenn man so ein paar Minuten sitzt, wird es schnell frisch. Jetzt muss ich erstmal den Weg finden, wo bin ich denn hergekommen? Ich glaube, da geht's lang. Auf zur nächsten Lagune. Das hier war übrigens Lagune Los Patos. Ich glaube, wir haben auch einen besseren Weg gefunden.
Hätte ich mal eben nehmen sollen, hätte ich nicht so durchs Gebüsch gemusst. Ich habe gerade den höchsten Punkt der Tour überschritten. 770 Höhenmeter waren es bis hierhin. Jetzt dürfte es nur noch runtergehen. Und man merkt auch direkt, die Sonne steht hier schon viel länger auf dieser Seite des Berges. Und es ist angenehm warm, sagen wir mal. Heiß ist es nicht. Hier ist die Lagune. Ohne Pieksen durchkommen, wäre gut. Ich habe eben auch schon die ersten Stimmen gehört. Nach 3,5 Stunden habe ich die ersten Leute getroffen. Das heißt, der frühe Vogel hat sich mal wieder gelohnt. Wobei 7:45 losgehen ist ja noch gar nicht so früh. Aber die haben auch hier gezeltet. Also wir haben jetzt 11 Uhr. Das ist eine entspannte Zeit, um nach dem Zelten aufzustehen. Das Zelt ist noch nicht abgebaut. Aber für mich geht's weiter. Ich kann die letzte Lagune sehen. Es müsste Nummer 5 sein. Und da werde ich mir jetzt gleich ein schönes Plätzchen für die Mittagspause suchen. Es geht weiter. Die Zelter sind auch schon angekommen. Und ich habe eben noch eine coole Tour entdeckt. Und zwar kann man wohl da oben, jetzt zwischen den Bäumen, da oben auf dem Berg drauf, sieht man den gleich nochmal besser. Und da soll man wohl einen richtig guten Blick haben. Aber müsste doch noch eine Nacht länger hier bleiben. Wahrscheinlich wird es nichts werden. Aber mal überlegen. Oh, von hier oben sieht es auch nochmal richtig schön aus. Die Laguna Toro, glaube ich. Und da oben, da ist der Berg. Und da kann man drauf. Das ist die Wanderung San Sebastian. Und ich glaube, ich sehe sogar Leute. Also einer hat geschrieben, man kann 9 Vulkane sehen. Das wäre natürlich verrückt. Und alle sehen natürlich. Das sieht ja schon wieder grandios aus, ey. Schade, dass man nicht schwimmen darf, ey. Manchmal ist es besser, wenn man Sachen nicht fragt. Aber wir halten uns ja an Regeln. Von daher. Das Wasser ist so klar. Alter Schwede, ey. Richtig chillig. Mittlerweile ist es auch noch ein bisschen wärmer geworden. Ich glaube einfach hier die Sonne mehr drauf steht. Im Pausenspot war es schon eher ein bisschen abkühlen, aber das wäre schon der coolere Pausenspot gewesen. Ich bin zurück an der Weggabelung. Da hinter mir, irgendwo da. Da bin ich eben lang gegangen, vor, weiß ich nicht, 2,5 Stunden oder so. Und jetzt geht es den gleichen Weg wieder zurück. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Camper. Am Campground ist ganz schön was los. Und Jessie chillt im Schatten. Hallo. Hallo. Chillen erwischt. Guten Morgen. Halbe Stunde früher als gestern. Und ich kann doch noch die Tour auf den San Sebastian Peak machen. War tatsächlich ganz knapp, weil es gestern fast keine Tickets mehr für heute gab. Aber dann irgendwie eine halbe Stunde später waren wieder welche frei. Und dann habe ich zugeschlagen. Jessie bleibt heute auch im Auto, weil es sind 1200 Höhenmeter. Und ja, das ist schon ein Brett. Demzufolge geht's aber jetzt los. 17 Kilometer, 1200 Höhenmeter. Mal schauen, wann wir oben sind. Halbe Stunde früher als gestern unterwegs. Ich hatte den Wecker auf 6 Uhr gestellt, da war es noch dunkel. Hätte ich mal vorher checken sollen, wann die Sonne aufgeht. Nämlich erst um 7:20. Aber jetzt ist kurz nach 7 und es sieht hervorragend aus. Guten Morgen, ihr seid auch schon wach? Schmeckt's schon? Hier ist der Eingang der Wanderung. Sendero San Sebastian steht heute auf dem Programm. Es geht direkt hoch. Ich habe mal die Stöcke ausgepackt, weil hier geht es schon stellenweise ganz gut hoch.
Und der Weg ist breiter als gestern, was auf jeden Fall schon mal gut ist. Es ist auch noch schwer dunkel. Aber aktuell geht es nur durch Wald, also es passiert nichts Spannendes. Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn was Spannendes kommt. Ich denke mal, dafür muss erst die Sonne aufgehen oder richtig da sein. Das wird mit Sicherheit noch eine Stunde dauern. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das da ist das Ziel. Das sieht noch verdammt weit aus. Aber so wie es aussieht, habe ich schon die Hälfte der Höhenmeter geschafft. 590, insgesamt sollen es 1200 sein. Ja, ist noch ein bisschen, aber wird schon. Nur leider habe ich, glaube ich, meine Sonnenbrille vergessen. Ja, das ist nicht so gut. Weil ich glaube, gleich ist der Wald nämlich auch zu Ende. Ich habe kurz mal zurückgeguckt und da guckt einfach so der riesen Vulkan raus. Also es müsste eigentlich der Villarrica sein, aber ohne Gewehr. Die Aussicht kann schon was und dahin ist noch ein Vulkan. Jetzt wird es auch richtig steil, aber es sind auch noch 400 Höhenmeter auf 1,8 Kilometer. Er ist unglaublich steil hier, wie ich Stöcke dabei habe. Also es ist echt verrückt steil. So, Serpentinen wurden mal hier wieder aus dem Programm gestrichen. Die wären nämlich schwer nötig gewesen. Geht einfach straight den Berg hoch. Die Stufen sind teilweise kniehoch. Die Bäume sind ziemlich flach, aber ich gehe noch mitten durch den Wald. Komplett im Schatten. Ultra steil bergauf. Dadurch ist es zum Glück relativ frisch. Sonst würde ich nämlich schwitzen des Todes. Oh, alter Schwede. Er kam auf die Idee, die Wanderung zu machen. Aber ich habe die Befürchtung, dass ich im Baum hänge. Dass sich die Aussicht lohnt. So, jetzt höre ich auf zu filmen. Jetzt fahre ich nämlich gleich um. Ich komme dem Ziel näher. Noch 800 Meter, das heißt wahrscheinlich hier vorne auf dem ersten Hügel ist der Gipfel. Die Lagune da unten sieht auch sehr cool aus. Aber ich glaube, da kommt man nicht hin. Also wir waren ja noch nicht in Patagonien, aber das hier ist ein Vorgeschmack. Also hier oben ist sauwindig. Muss auf jeden Fall eine Jacke anziehen und den Wapp zur Sicherung der Mütze, damit sie nicht wegfliegt. Alter Schwede. Richtig krasser Wind. Ich bin fast oben. Aber da links ist einfach mal ein Vulkan aufgetaucht. Und da oben müsste der Gipfel sein. Ich habe nicht den besten Eingang genommen. Hätte außen rumgehen können. Oh, Salamanca. Aber das ist der San Sebastian Peak. Und die Aussicht ist echt der Wahnsinn. Gucken, ob wir alle Vulkannamen rausfinden, die man so sieht. Aber es ist schon richtig mega. Hier ist jetzt kein Wind. Das ist sehr gut. Eine schöne Mittagspause machen. Es gibt mal wieder Käsebrötchen. Schon 2 Tage alt. Aber das immer ganz gut schmeckt. Jetzt nicht ganz so gemütlich, aber die Aussicht war natürlich der Knaller. Beinahe gestolpert. Und jetzt geht es zurück zum Camper und Jessie. Die konnte ich eben auch schon mal kurz sehen. Aber wichtigster Punkt ist erstmal, den besten Rückweg zu finden, weil hier sind grüne Pfeile überall, aber die sind teilweise falsch. Also da war eine Stelle, da musste ich 2 Meter runterklettern, und was relativ steil war. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, wo der richtige Weg ist.
Und dann schauen wir mal, wie lange wir runter brauchen. Also hoch waren schon 4,5 Stunden. Nee, 4 Stunden waren es. Habe ich hochgebraucht. Da unten, genau da, wo dieser weiße Fleck ist, da ist Jesse. Der View die ganze Zeit ist einfach verrückt, ey. Das einzige Stück, wo man wirklich länger nicht im Wald ist hier diese Ebene. Ich glaube, es nennt sich Pampas in Spanisch. Scheint zu finden, das ist da vorne auf dem Schild. Natürlich ist der Blick auf den Villarrica mal wieder grandios. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin wieder zurück. 7 Stunden 23 sagt die Uhr. 1200 Höhenmeter und 16,8 Kilometer. Also das war schon ganz ordentlich. Mit gestern zusammen haben wir jetzt 30 Kilometer in 2 Tagen und 2000 Höhenmeter. Schon ein Brett. Aber die Wanderung war sehr schön, aber stellenweise auch ultra steil. Also schon ordentlich anstrengend. Aber die Aussicht ist einfach grandios. Wahrscheinlich Top 3 Aussichten in Südamerika auf unseren Wanderungen bisher. Guten Morgen! Es ist Montagmorgen und wir starten Richtung Grenze. Aber erst müssen wir vom Campground runterkommen. Oh, da ist ein Haufen, ne? Nee, jetzt ist egal, aber da ist noch so ein Haufen. I got some gravel this morning, Ja, so maybe I look here because you may move a little bit like this. okay. Ich hatte gedacht, die Durchfahrt wird das größte Problem zwischen dem Haus und dem Baum. Aber nein. War noch ein bisschen Kies gescheppt. Weil heute Morgen kam nämlich ein Kieslaster. Und der hat es halb auf der Straße abgekippt. Also hier wäre kein Auto durchgekommen. Aber jetzt müsste es gehen. Das hat dann, auch dank der lieben Hilfe vom Campground-Besitzer, noch gut geklappt. Und somit kann es weitergehen zur Grenze nach Argentinien. Das seht ihr aber erst in der kommenden Woche. Schön, dass ihr mit dabei wart und danke für all euren Support. Ob per Like, Kommentar, Abo, Mitgliedschaft oder Spende in unsere Dieselkasse. Wir freuen uns darüber immer sehr. Und falls ihr mögt, seid doch auch in der kommenden Woche wieder mit dabei. Also, bis dahin!